Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute haben wir den 29. Juni 2026, also Montag. Sie sehen dieses Video frühestens am 4. Juli 2026, also am Samstag. Es ist heute immer noch brutal heiß, wir haben knapp 40 Grad und ich freue mich auf Mitte der Woche, denn für Mittwoch haben uns die Meteorologen das Nachlassen dieser Hitzewelle versprochen, wenn ich so sagen kann. Ja, Klimawandel hin und her, ob von Menschen gemacht oder auf natürliche Art und Weise entstanden, darüber kann man ja streiten. Es ist schon um einiges heißer geworden im Sommer als zu früheren Zeiten. Also schauen Sie, ich bin jetzt 55 Jahre alt, habe schon einige Sommer hinter mir. Ich bilde mir sicher nicht nur ein, wenn ich behaupte, dass die Sommer in den letzten 10 oder 15 Jahren um einiges heißer waren als diejenigen davor. Ja, ist so. Ich befinde mich am Grundstück meiner Eltern, verrichtete etwas Gartenarbeit mit regelmäßigen Pausen dazwischen, da mir schnell mal schwindelig oder übel wird, ohne Kopfbedeckung, wenn ich da in der Hitze herumlaufe. Vito ist da gescheit, er legt sich in Schatten und genießt das kleine Lüftchen, das da so durch die Häusergassen sich durchflüchtet, möchte ich mal sagen. Könnte ruhig ein bisschen mehr sein, würde auch mich nicht stören. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, kurz mal zum heutigen Video. In dem heutigen Video möchte ich sowohl die Anfänger der Kynologie wie auch die Fortgeschrittenen ansprechen. Die Fortgeschrittenen ganz speziell auch deswegen, weil ich mit Vito erkannt habe, dass man niemals so auslernt. Ja, ich habe mit ihm Dinge erlebt und bin mit ihm mit verschiedenen Sachen konfrontiert worden, mit welchen ich mit den 3 Rüden, die ich vor ihm hatte, nie zu tun hatte. Bin mir sicher, das kann auch Ihnen geschehen, wenn Sie Fortgeschrittener sind oder gar Profi. Deswegen sollen sich hier in diesem Video auch die Fortgeschrittenen und die Profis angesprochen fühlen. Es geht in diesem Video um 4 heimtückische, gefährliche, manchmal auch tödliche Feinde Ihres Hundes, die ganz speziell in der heißen Zeit aus ihren Steinen oder unter ihren Steinen hervorkriechen, gegen die Sie aber vorgehen können. Gegen die Sie nicht nur vorgehen können, sondern gegen die Sie auch vorgehen sollten, wenn Sie Ihren Hund lieben, und zwar vehement vorgehen sollten. Feinde, gegen welche Sie unbarmherzig kämpfen sollten. Ja, ich spreche hier nicht nur aus der Theorie, sondern bei einigen Dingen auch aus der Praxis. Einige von Ihnen wissen, dass Vito mit knapp 2 Jahren, also mit 1,5 Jahren, schwer erkrankt war und schon an der Kippe stand, also da fehlte nicht mehr viel. Schreckliche Zeit gewesen, das zog sich über Monate hin, hätte ich verhindern können, weiß ich heute, wusste ich damals nicht und hat viel mit dem heutigen Video zu tun, um Ihnen diese Sorgen zu ersparen, um Ihnen diese schlaflosen Nächte zu ersparen, dieses Leid, Ihren Hund zu ersparen. Deswegen beriesele ich Sie heute mit diesem Video heute. Würde mich freuen, wenn Sie da aufmerksam zuhören. Denn ich wiederhole mich, ich bin mir sicher, wenn Sie das beherzigen, wenn Sie das sowieso nicht schon längst tun, ersparen Sie sich viele Sorgen und Ihrem Hund viel Leid, eventuell. Also, legen wir los. Bis gleich. Nun, das Vorwort zu diesem Video drehte ich am 29. Juni, am Montag, am Grundstück meiner Eltern. Und jetzt zum Dreh des zweiten Teils haben wir Mittwoch, den 1. Juli. Ja,
Wir warten immer noch auf die von den Meteorologen versprochene Abkühlung. Wir haben aktuell um die 35 Grad, aber ich entdeckte im Westen eine riesige Gewitterfront, die sich da zusammenbraut. Wir dürfen also auf etwas Abkühlung hoffen und freuen uns schon darauf. So, am Sonntag, den 28. Juni, also einen Tag bevor ich mit diesem Video begann, fiel mir beim Morgenspaziergang mit Vito auf, dass er nicht ganz flüssig läuft. Irgendetwas hatte es da mit seinem linken Vorderlauf. Solche Fälle erlebte ich mit meinen Hunden schon einige Male. Hierbei beginne ich dann damit, die Pfote auf Fremdkörper, eine Verletzung oder Druckreaktion zu überprüfen. Und wenn ich nichts erkennen kann, arbeite ich mich auf dieselbe Art und Weise den Lauf hinauf bis zum Schulterblatt. So halte ich das immer in solchen Fällen. In den meisten Fällen zeigt der Hund dann auf, wenn man an der richtigen Stelle angekommen ist. Doch selbstverständlich sollte das Ganze mit Vorsicht, Gefühl und auf Ihren Hund zugeschnitten durchgeführt werden, denn nicht jeder Hund reagiert gleich. Vito ist hierbei allerdings außerordentlich tolerant meinen Untersuchungen gegenüber. Das waren meine Jungs vor ihm übrigens auch. Ja. Solch ein Schonhinken hatte bei meinen Hunden verschiedene Gründe. Ein Schnitt in der Pfote, ein steckender Dorn oder ein Insektenstich, ein gestauchtes Pfotengelenk oder eine gezerrte Schulter kam ebenfalls vor. Am Sonntag allerdings bemerkte ich sofort einen Knubbel auf der Zwischenzehenhaut der linken Pfote und dachte mir, verdammt, da hat er sich etwas eingezogen. Ich zeige Ihnen mal, wie solch ein Knubbel aussieht. Die meisten von Ihnen kennen das. Das ist jetzt hier ein Symbolbild und nicht Vitos Pfote, doch genau so sah das aus. Da hätte jetzt alles Mögliche drinnen stecken können, doch ich hatte einen Hauptverdächtigen. Ich weiß, für solche Zysten muss nicht immer ein Fremdkörper schuld sein, aber in diesem Fall war ich mir sicher und auch ziemlich sauer auf mich selbst, da ich bei einer Routinetätigkeit, welche ich in der warmen Jahreszeit nach jedem Spaziergang mit ihm durchführe, scheinbar zu schlampig war. Also nicht lange überlegt und zu Hause eine meiner Geheimwaffen, die mich noch nie enttäuscht hat, zum Einsatz gebracht. Ich schmierte ihm die 20-prozentige Zugsalbe Ichtolan auf den Knubbel drauf und sorgte dafür, dass er sie sich nicht von der Pfote legt. Ja. Vor der Mittagsrunde dann schmierte ich ihm die ein zweites Mal drauf und das dritte Mal direkt vor der Abendrunde. Jetzt hieß es bis nächsten Tag abzuwarten. Am Morgen, also am Montag, war der Knubbel noch nicht offen, aber er war klar erkennbar reif. Also nochmal die Ichtolan drauf und nochmal, bevor wir uns dann Nachmittag aufs Grundstück meiner Eltern begaben. Ja. Vor der Abendrunde erkannte ich, dass nicht mehr viel Bewegung der Pfote notwendig ist, um diesen Knubbel zu öffnen. Ich unterließ dann das Auftragen der Zugsalbe, nahm mir aber die Brillen und die Pinzette mit beim letzten Spaziergang und wie erwartet, war das Ding dann nach etwa 500 Meter offen. Und tatsächlich gelang es mir auch, ihm einen für mich undefinierbaren Fremdkörper aus seiner Pfote herauszuziehen. Am nächsten Morgen dann, also am Dienstag, war der Knubbel nur mehr halb so groß und alles begann zu heilen. Und jetzt, beim Dreh am Mittwoch, ist die Zwischenzehenhaut von Vito zu 99% wieder so, wie sie sein soll. Lieber Zuseher, natürlich ist es immer mit Risiken verbunden, wenn man selbst den Doktor seines Hundes spielt. Klare Sache, doch man bekommt in den Jahren der Hundehaltung häufig ein Gefühl dafür, was man selbst packen kann und wann der Profi unbedingt angesagt ist. Ist so, ja.
Und hätte die Ichtulan, also die Zugsalbe, ihre Arbeit nicht verrichtet, dann wäre ich selbstverständlich zum Tierarzt gefahren. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Dieses ganze Theater wegen einem Knubbel auf der Pfotenzwischenhaut. Oh ja, liebe Zuseher. Oh ja. Womit wir zur gefährlichen und heimtückischen Gefahr, zum eventuell tödlichen Feind Ihres Hundes Nummer 1 kommen, den Granen. Granen sind spitze, borstige Pflanzenteile von Roggen, Weizen, Hafer und Gerste. Besonders die Granen der Mäusegerste sind gefürchtet unter Hundehaltern. Wir wissen das. In Österreich nennen wir diese borstigen Naturpfeilspitzen Schlürfhansel, was so viel bedeutet wie Schlüpfhans. Ja, die schlüpfen, und wie sie das tun, selbst in Schuhwerk tun sie das. Diese Dinger sind äußerst spitz und mit nach hinten gerichteten Widerhaken ausgestattet und kennen nur eine Richtung, und die ist vorwärts. Typisch betroffene Stellen beim Hund sind eben Zwischenzehenhaut, wo sie zuerst nur Knubbel verursachen und dem Hund beim Auftreten natürlich Schmerzen, da sie ja innen stechen. Und wenn die nicht entfernt werden, entwickeln die schwere Entzündungen und Abszesse. Und nicht nur das, die Gefahr, dass diese Granen zu wandern beginnen, ist sehr hoch. Ich weiß von Fällen, in welchen eine Grane über die Zwischenzehenhaut beim Hund eingedrungen ist und vom Tierarzt im oberen Bereich des Laufes entfernt werden musste. Das ist ein Horror, liebe Zuseher. Das ist nicht alles. Diese Dinger gehen auch über Nase, Augen und Ohren rein und rufen teilweise schwere innere Verletzungen beim Hund vor. Das geht von Schäden im Magen-Darm-Trakt bis zum Lungenkollaps. Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich bei Granen von einer heimtückischen und gefährlichen Gefahr, von einem bösartigen Feind des Hundes spreche. Weshalb war ich so sauer auf mich, als ich diesen Knubbel bei Vito sah. Möchte ich Ihnen gerne erklären. Wenn sich Vito beim Scheren mit den Pfoten einen kleinen spitzen Stein oder ein sehr kleines spitzes Holzstück einzieht, dann kann ich mir keinen Vorwurf machen, wenn ich diesen Fremdkörper bei der routinemäßigen Pfotenkontrolle nicht gleich erkenne. Klare Sache. Aber ich verdächtigte Granen, und da ist das anders. Denn die verschwinden nicht gleich in der Pfote. Die können Sie im Normalfall noch lange genug erkennen, bevor sie zur Gänze im Körper verschwinden. Vorausgesetzt, Sie führen nach jeder Runde mit dem Hund eine Pfotenkontrolle durch. Und das sollten Sie unbedingt, wenn Sie mit Ihrem Hund in Gegenden spazieren, wo dieses Getreide wächst. Bei mir, da wimmelt es von diesen garstigen Borstlingen. Deswegen läuft es bei mir nach jedem Spaziergang folgendermaßen ab. Ich komme bei der Haustür an, kontrolliere seine Ohren, Augen, die Nase und den Fang. Nicht zuletzt und ganz genau auch die Pfoten. Und das ist eine Sache von 30 Sekunden. Dabei sehe ich mir die Pfoten nicht nur anhand der Zwischenzehenhaut an, sondern ich sehe mir die Pfoten auch zwischen den Ballen unterhalb der Pfote an. Klare Sache. Ja. Diese Geschichte dauert, wie gesagt, ich wiederhole mich, vielleicht 30 Sekunden und hilft uns beiden, uns vor Leid und Sorgen zu schützen. Doch scheinbar war ich aufgrund der überdurchschnittlich hohen Temperaturen zu schlampig beim Kontrollieren, weshalb ich dann diese Grane, die bei ihm eingedrungen war, übersah. Das ärgerte mich. Ja. Aber das war mir wieder eine Lehre, und das Fehlern lernt man. Ja, so viel zum ersten dieser 4 heimtückischen Feinde unserer Hunde. Liebe Zuseher, untersuchen Sie Ihren Hund nach jedem Spaziergang nach Granen, egal wie erschöpft Sie sind. Das, was die anrichten können, das wollen Sie nicht, und Ihr Hund schon gar nicht. Glauben Sie mir. Ja. Heimtückischer und gefährlicher Feind Nummer 2. Die Zecke. Tja, diesen Parasit werde ich nur kurz ansprechen. Die meisten von Ihnen haben sich diesbezüglich für gewisse Maßnahmen schon entschieden, und
Ich werde mich davor hüten, hier richtig oder falsch zu verlautbaren, weil ich das so sehe. Ja. Wichtig ist nur, dass Sie vehement dagegen vorgehen. Ein Fehler ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall, die Einstellung zu vertreten, gar nichts dagegen zu tun, außer gefundene Zecken zu entfernen. Und wenn Ihr Hund schon 10.000 Zecken ohne Probleme überstand, irgendwann beißt genau dieses eine Spinnentier, das Ihren Hund schwer an die Knie zwingt. Die Traumfrau Vitus, ja, die gibt's. Und zwar ist es die Cane Corso-Hündin Hydra. Und genau die liegt aktuell jetzt mit ganz bösen Blutwerten flach wegen Zeckenbissen. Das wurde mir erst vor einigen Tagen von ihrem Besitzer erzählt. Böse Hotspots, ausgelöst von Zeckenbissen und andere typische Krankheiten, die dieser Parasit übertragen kann, sollte sie immer dazu bewegen, gegen diesen Feind ihres Hundes in die Schlacht zu ziehen. Ob mit natürlichen Mitteln oder Chemie, das ist dann natürlich Ihre Sache. Aber tun Sie was. Wenn Sie einen hellen Hund haben, haben Sie einen großen Vorteil. Oft erkennt man die kleinen, noch nicht angedockten Zecken sehr gut beim Krabbeln an Ihrem Hund. Ich pflege das manchmal auf die Art und Weise, dass ich Vito kurz bevor ich zu Hause ankomme, nochmal gegen die Wachstumsrichtung des Fells streiche bei den Vorderläufen, auch am Fell selbst, Rücken, Körper. Da man diese Krabbler, die auf der Suche nach dem richtigen Andockplatz sind, dann häufig sehr gut erkennen kann und sie schon vorher entfernen kann. Zecken können Ihren Hund wirklich schlimm herrichten. Und das wollen Sie nicht. Und Ihr Hund schon gar nicht. Glauben Sie mir. Ja, und jetzt zu einem Feind Ihres Hundes, den ich persönlich ohne Übertreibung wirklich hasse. Aus tiefster Überzeugung hasse. Mit dem schlage ich mich auch am meisten herum. Und auch wenn dieses Geschöpf ganz wahrscheinlich, so wie die Zecke auch, einen Sinn im natürlichen Kreislauf hat, hasse ich es. Weil es heimtückisch und überaus gefährlich für den Hund ist. Die Hirschlausfliege. Es gibt ja verschiedene Arten von Hirschlausfliegen, von Lausfliegen, Verzeihung. Die Hirschlausfliege allerdings ist die Abteilung, welche in meinem Gebiet stationiert ist und das nicht zu wenig. Ja. Liebe Zuseher, nehmen Sie dieses Tier als Hundehalter ernst. Nehmen Sie dieses Tier todernst. Das ist nur ein gut gemeinter Ratschlag von mir. Ich möchte Ihnen etwas dazu erzählen. Ich lebe seit etwa 15 Jahren hier im Burgenland, gleich neben dem Rosalia-Gebirge und halte seit 6 Jahren mit Vito hier meinen ersten Hund. Seine Vorgänger lebten alle mit mir in Wien, in einer Gegend, in welcher ich nie mit Lausfliegen in Berührung kam. Diese Mistviecher hätten mir beinahe meinen Hund umgebracht. Sie glauben das nicht? Dieser Parasit überträgt das Bakterium Bartonella schönbuchensis. Ja, welches Fieberschübe, extremste Hautentzündungen und in manchen Fällen Herzmuskelentzündungen hervorruft. Der Befall dieser Tiere äußert sich beim Hund durch heftige Schmerzreaktionen aufgrund der Stiche der Lausfliege, löst starke Juckreizsymptome aus und sorgt für schwere Hautirritationen wie Schwellungen, Pusteln und Ekzemen. Schauen Sie, ich möchte jetzt nicht damit beginnen, einen Roman zu erzählen, auf welche Art und Weise ich draufgekommen bin, dass für Vitos schwere Erkrankung vor etwa 4 Jahren einzig und alleine diese Parasiten verantwortlich waren. Fakt ist, heute weiß ich es zu 100%. Und wenn Sie erwägen, das zu tun, was ich Ihnen in Kürze empfehlen werde, dann stehen die Chancen sehr gut, dass Sie und Ihr Hund sich diesen Horror, puren Horror, ersparen. Doch zuerst mal erklärt, was dieses Tier tut. Hauptsächlich in Mischwäldern lauernd fliegt dieses Tier Ihren Hund gezielt an und versucht sich recht schnell im Fell zu verstecken. Hirschlausfliegen werfen dabei meistens sehr flott ihre Flügel ab, welche sie am Wirt gelandet dann nicht mehr benötigen. Pferdelausfliegen ebenfalls
Solche Halunken, die etwas größer sind und ähnlich agieren wie die Hirschlausfliege, behalten ihre Flügel. Können sich diese Parasiten erfolgreich und von ihnen unbemerkt auf ihren Hund einrichten, dann werden sie früher oder später zum nächsten Schritt übergehen, und zwar zum Biss, um das für sie benötigte Blut zu saugen. Der Biss von Lausfliegen ist für ihre Hunde äußerst schmerzhaft und man darf mit dementsprechender Reaktion des Hundes rechnen. Bis zu 20 Minuten saugt dieses Tier an ihrem Hund und beginnt danach mit Schritt 3, der Produktion von Larven, die ebenfalls auf ihrem Hund bleiben und dasselbe vorhaben wie ihre Mutter. Hirschlausfliegen haben eine Lebenserwartung von etwa 13 Monaten, haben vor, ihr ganzes Leben am Wirten zu verbringen. Ja. Aufgrund ihrer Geschicklichkeit beim Verstecken im Fell gelingt ihnen das manchmal auch sehr gut. Ja. In dieser Zeit wird der Hund von diesen Parasiten regelrecht malträtiert, liebe Zuseher. Starker Juckreiz mit panischem Beißen im Fell oder heftigen, überdurchschnittlich häufigen Kratzen ihres Hundes sind dann die Folge. Und viele Hundehalter denken zuerst, mein Hund hat eine Allergie. Ich weiß das. Dieses Beißen und Kratzen ihres Hundes kann schlimmste Dermatitis hervorrufen. Sekundärinfektionen, die lebensbedrohlich werden können. Da geht dann das eine ins andere über. Ja. Unser Vito war übersät mit Pusteln am ganzen Körper. Ja. Ihm fehlten gut 70% seines Fellkleides. Mein Hund sah aus, als hätte er die Reude, und seine Entzündungswerte sprengten die Skala. Schlussendlich schwollen auch seine Pfoten fast zur doppelten Größe an und er hatte klar erkennbar Schmerzen beim Gehen. An Trab oder gar an Lauf war überhaupt nicht mehr zu denken. Wir waren mental völlig fertig, denn unser Hund leidete wirklich sehr schwer. Natürlich liefen wir von Tierarzt zu Tierarzt, aber was soll ich Ihnen sagen? Da wurde gegen Futterunverträglichkeit vorgegangen, Leishmanose-Tests durchgeführt und begleitend natürlich Antibiotika zur Bekämpfung der Infektionen verabreicht. Klare Sache. Keiner der Tierärzte untersuchte ihn auf Parasitenbefall. Das wundert mich bis heute. Ja. Und auch ich war damals zu naiv, das irgendwie zu fordern oder zu unwissend, das zu fordern. Mehrmals am Tag kümmerten meine Frau und ich uns um die Wunden an Vitos Körper, die überall auftraten. Bäder, Wundpuder, Salben, daneben wurden öfter am Tag seine Liegeflächen gewechselt, da sie von den nässenden Ekzemen schnell beschmutzt waren. Bis mir eines Tages ein kleines, dunkles Krabbeltier auf ihm aufgefallen ist, welches ich zuvor noch nie gesehen habe. Sofort begann ich ihn weiter abzusuchen und fand nach etwa 20 Minuten noch eines und etwa 15 Minuten später noch eines. Und hierbei handelte es sich um Larven einer Hirschlausfliege. Und obwohl Vito es normalerweise hasst, in die Dusche gestellt zu werden, was nebenbei bemerkt heute auch nicht mehr notwendig ist, war er damals körperlich schon so geschwächt, derartig schwach, dass er es stoisch über sich ergehen ließ, als ich ihn nach dem Fund dieser Tiere für etwa 10 Minuten mit kühlem Wasser duschte. Ab nächsten Tag begann ich sein Fell so zu behandeln und zu pflegen, wie ich es bis heute ausnahmslos jeden Morgen tue. Hierbei handelt es sich um Kontrolle und Pflege gleichzeitig, doch dazu kurz etwas später. Irgendwie begann dann alles positiv bei ihm zu wirken. Die Antibiotika, das Cytopoint, welches zwar ein Top-Produkt ist, nach meinem heutigen Wissensstand zur Sache, aber nicht notwendig gewesen wäre. Doch das wusste ich damals nicht. Ja. Und die neue Art der Fellpflege. Er erholte sich. Die Pfoten schwollen ab, das Fell wuchs nach, der Juckreiz verschwand und er legte wieder Muskeln zu, denn er war extrem abgemagert, sodass man die Rippen sehen konnte. Erbärmliches Abbild. Ja. Und gleich am ersten Tag nach meinem Fund dieser mir zuvor unbekannten Parasiten auf ihm war ich mit Internetrecherchen zum Thema Hirschlausfliegen gerüstet und wurde tatsächlich aufmerksam auf diese Mistviecher, indem ich sie auf ihm landen sah, bevor ich sie danach tötete. Zuvor schenkte ich diesen mir unbekannten Tieren
niemals Aufmerksamkeit und dachte mir nichts dabei, wenn so ein Flieger auf ihm saß. Denn kurz danach waren die ja wieder weg. Nur wusste ich nicht, dass sie dabei in seinem Fell verschwunden waren und was sie da für verheerende Dinge anrichten. Ja. Heute ist mein Junge wieder ein vor Gesundheit strotzender Superathlet, schnell, drahtig und absolut leistungsfähig. Das Einzige, was er aus dieser Zeit mitgenommen hat, sind Vernarbungen im Gesicht und an den Läufen, die viele von Ihnen schon bemerkt haben werden, wenn Sie Bilder meines Hundes gesehen haben. Medikation heutzutage null, schon seit langer Zeit. Er verträgt so gut wie jedes Futter, hat keine Futterunverträglichkeit und hat auch sonst null gesundheitliche Probleme und das macht uns natürlich sehr glücklich. Was gibt's Schöneres, wenn Ihr geliebter Hund absolut gesund ist? Klare Sache. Ja. Liebe Zuseher, wenn Sie mit Ihrem Hund in Mischwäldern unterwegs sind, achten Sie gut auf rötlich-braun geflügelte Tiere, die auf Ihren Hund landen. Bevor die unter das Fell krabbeln, sitzen die gerne an folgenden Stellen Ihres Hundes. Passen Sie auf den Ohren oder beim Ohreneingang, rund um die Augen oder am Fang, auf den Schultern oder am Rücken, unter der Rute, am Rutenansatz oder auf der Hose, bei den Schenkeln, hinterhalb, zwischen den Hinterbeinen im Bauchbereich, also fast überall. Die haben aber weit behäbigere Reaktion als Stubenfliegen und lassen sich meiner, leider, diesbezüglich reichen Erfahrung nach recht einfach fangen, wenn Sie etwas flink und geschickt dabei vorgehen. Benutzen Sie dabei die offene Hand, ja? Mit 2 Fingern entwischen die Ihnen, ganz sicher. Mit der offenen Hand erwischen Sie diese Viecher recht leicht. Ja? Und wenn Sie diesen Parasiten dann gefangen haben, töten Sie ihn. Mit heftigem Druck zwischen den Fingernägeln. Tun Sie das. Aber die haben sehr harte Chitinpanzer, da müssen Sie festdrücken. Werfen Sie eine gefangene Hirschlausfliege nicht weg, ohne sie davor ausgeschaltet zu haben, liebe Zuseher. Bitte glauben Sie mir, die kommt zurück. Die kommt zurück und sitzt wieder auf Ihrem Hund. Nicht nur auf Ihren Hund, die geht auch auf Menschen los. Gell? Natürlich kann es geschehen, dass Sie solch ein Tier auf Ihrem Hund übersehen. Das kann geschehen, geschieht auch mir auch heute noch. Deshalb mein nächster Tipp. Sobald Sie die Wälder verlassen, suchen Sie sich ein Plätzchen für sich und Ihren Hund, wo Sie ihn nochmal in Ruhe kontrollieren können. Ich mache das so, ich bleibe nach jedem Waldspaziergang mit Vito irgendwo außerhalb des Hoheitsgebiets dieser Parasiten stehen, lege sein Brustgeschirr ab und beginne damit, sein ganzes Fell mit meinen Fingern gegen die Wachstumsrichtung zu durchforsten. Frisch gelandete Lausfliegen kommen auf diese Art und Weise raus und zeigen sich. In diesem Fall gilt wieder das Eliminieren. Sollten trotz allem eines dieser Viecher im Fell Ihres Hundes mit nach Hause genommen werden von Ihnen, dann merken Sie das zu Beginn häufig daran, dass diese Tiere, wenn sie beim Suchen des optimalen Platzes auf Ihrem Hund, der den Wirt darstellt, herumkrabbeln und dabei dafür sorgen, dass Ihr Kaltnasenschnäuzler ruckartige und panikmäßige Suchbewegungen in Richtung eigenem Körper unternimmt. Meine Kombination aus Fokus auf diese Tiere im Wald und dementsprechendem Vorgehen dagegen, fangen, töten, nach dem Waldspaziergang, Fell durchsuchen, plus täglicher Fellbehandlung an jedem Morgen, die darin besteht, aufgepasst, dass ich Vito an jedem seiner Körperstellen mit meinen Fingern mehrmals gegen die Wachstumsrichtung des Fells streichle. Das geht von den Läufen über den Kopf, über den Rücken, die Hinterbeine, also die Läufe habe ich schon gesagt, die Rute, alles. Somit nicht nur sein Fell von abgestorbener Unterwolle und Decker befreie, sondern auch Parasiten sehe oder spüre, sollten welche vorhanden sein, was schon lange nicht mehr der Fall war, plus folgendes Nachwischen des Fells mit einem feuchten Baumwolltuch sorgt dafür, dass mein Hund heute gesund ist. Und genau das alles würde ich Ihnen auch gerne raten.
Und kann ich Ihnen auf jeden Fall zu 100% empfehlen. Wenn Ihnen das alles zu viel oder zu kompliziert war, können Sie sich das Video noch so oft ansehen, wie Sie wollen. Eigentlich ist es ganz einfach und ich versuche mich hier so deutlich wie möglich auszudrücken. Doch das alles zu merken ist natürlich etwas viel. Aber wie gesagt, das Video ist dann noch länger auf meinem Kanal drauf. Ja. Diese Mistviecher, und ich sage absichtlich Mistviecher, denn für mich sind sie es, ja, sind heimtückische und gefährliche Feinde Ihres Hundes und können ihn wirklich böse herrichten. Glauben Sie mir das. Das wollen Sie nicht und Ihr Hund schon gar nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Und nun zum vierten und letzten dieser Feinde, von denen ich Ihnen heute erzählen möchte. Und auch mit diesem Gegner Ihres Hundes und meines Hundes habe ich eigentlich das erste Mal mit Vito zu tun gehabt, seit ich hier lebe. Ja. Ebenfalls eine sehr ernst zu nehmende Sache, mit welcher meine Hunde und ich in Wien eher weniger zu tun hatten. Ja, was oder um wen geht's da? Schauen Sie, wenn Sie so wie ich die letzten 15 Jahre in sehr ländlichen Gebiet leben, dann werden Sie eventuell häufiger neben Feldern unterwegs sein, oder? Ja, davon gehe ich mal aus. Ja. Und wo Felder sind, sind auch Bauern, welche diese Felder bestellen und sich darum kümmern. Klare Sache. Und dieses ums Feld kümmern beinhaltet auch den Einsatz von Pestiziden oder Herbiziden als Pflanzenschutzmittel. Und genau diese Dinge können Ihren Hund nicht nur leicht vergiften, sondern ihn auch das Leben kosten. Und zwar schneller, als Sie schauen können. Unkrautvernichter oder Insektizide zeigen kein Erbarmen im Körper Ihres Hundes, liebe Zuseher. Die Hündin eines meiner Bekannten, die hing deswegen nicht nur am Tropf in der Tierklinik, sondern auch am seidenen Faden ihres Lebens. Genau wegen solch einer Sache. Wie kommt dieses Zeug in Ihren Hund rein? Ja, auf verschiedene Art und Weise tut es das. Ein fremder Hund vor Ihnen hat am Rand eines geimpften Feldes markiert. Ihr Hund wird natürlich davon angezogen wie ein Magnet, klare Sache. Und mit Hilfe seines Jakobschen Organes im Gaumen Pheromone aus dieser Markierung herauszufiltern. Sie kennen das, wenn Hunde zu schnattern beginnen wie eine Gans. Dann filtern sie über das Jakobsche Organ diese Pheromone heraus. Nimmt er etwas davon mit der Zunge auf. Das muss er, um mit dem Jakobschen Organ arbeiten zu können. Ja, wir kennen das. Und schwupps befindet sich das Herbizid oder Pestizid im Kreislauf Ihres Hundes. Oder Ihr Hund beginnt am Feldrand damit Gras zu fressen. Hunde fressen manchmal Gras. Aus verschiedensten Gründen. Oder Ihr Hund läuft, wegen was auch immer, einige Meter durchs Feld durch, welches geimpft wurde. Und zu Hause angekommen beginnt er dann damit, seine Pfoten abzulecken. Oder er trinkt neben Feldern aus frischen Regenpfützen und so weiter. Doch aufgepasst, auch Gülle oder Dünger können lebensgefährlich für Ihren Hund sein. Diese Sachen können Botulismus, heißt das, hervorrufen. Das ist eine Nervenvergiftung, die bis zur absoluten Muskellähmung führen kann. Ein Horror. Also, liebe Zuseher, sollte Ihr Hund nach Spaziergängen neben Feldern starke Abgeschlagenheit in Verbindung mit Erbrechen zeigen, erwägen Sie immer, dass das Ganze mit Aufnahme von Herbiziden, Pestiziden oder Dünger zu tun haben könnte. Wenn das der Fall ist, sollte man nicht so lange warten und den Tierarzt aufsuchen, der dagegen vorgehen kann. Und ja, behandelte Felder sind heimtückische und gefährliche Feinde Ihres Hundes. Passen Sie auf bei Spaziergängen in solchen Gebieten. Diese Dinger können Ihren Hund schwer, schlimm bedienen. Und das wollen Sie nicht. Und Ihr Hund schon gar nicht, glauben Sie mir. Das war's. Habe ich übertrieben? Wollen Sie meine ehrliche Antwort darauf hören? Ja, werde ich Ihnen geben. Nein. Nicht im geringsten habe ich übertrieben. Ja, es gilt, sich auf viele Dinge zu konzentrieren, wenn man Hundehalter ist, auf viele Dinge zu achten, wenn man Hundebesitzer ist. Aber niemals habe ich behauptet, die Hundehaltung wäre ein Kindergeburtstag. Niemals habe ich das getan. Schauen Sie, wenn man seinen Hund liebt, sich um ihn sorgt, dann endet Hundehaltung nicht bei Erziehen, Spielen, Füttern und Spazieren gehen. Wo steckt da noch
so viel mehr dahinter. Ist nun mal so. Ich habe dieses Video gebracht, weil ich es wirklich gut gemeint habe. Und ja, ich möchte damit auch die Profis und die Fortgeschrittenen ansprechen, weil ich weiß, dass man selbst als Fortgeschrittener oder als Profi niemals auslernt. Und vielleicht sind ja auch Sie einer dieser beiden Hundehalter, die sich zwar in der Kynologie sehr gut zurechtfinden, doch noch nie mit Hirschlausfliegen oder mit Problemen, die geimpfte Felder mit sich bringen, zu tun hatten. So wie es bei mir war, als ich noch in Wien lebte. Deswegen habe ich dieses Video gebracht. Und selbstverständlich sollen sich auch alle damit angesprochen fühlen, die noch nie einen Hund hatten, in Zukunft aber gerne einen hätten. Denken Sie an die Dinge, die ich Ihnen in diesem Video gesagt habe. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich habe es wirklich nur gut gemeint, will Ihnen damit helfen und Ihnen viel Sorge und Leid damit ersparen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.